Hey Leute und herzlich willkommen auf dem Player Sub Channel. Ich bin euer Silphi und ich möchte euch kurz meine 3 Rengar Jungle Clears zeigen, weil auch viele von euch danach fragen. Es gibt wie gesagt 3 Stück, die ich eigentlich immer nutze. Solltet euch eigentlich aber immer nach euren eigenen Präferenzen anpassen. Das sind keine Clears, die ihr nehmen müsst. Das ist einfach nur das, was mir persönlich gefällt. Bevor wir mit den Clears anfangen, schauen wir uns doch einmal mein Setup an. Bei den Summoner Spells habe ich immer Smite dabei. Ist klar, braucht man natürlich auch im Jungle. Der zweite Summoner Spell ist bei mir Flash oder Ghost. Ich kann euch aber nicht immer sagen, wann ich Flash nehme und wann ich Ghost mitnehme. Ich mache das immer nach Bauchgefühl. Von daher empfehle ich es euch einfach mal Ghost auszuprobieren. Und falls nicht, nehmt dann einfach immer Flash mit. Meine Runen sind AD Rot, Armor Gelb, Cooldown Reduction Blau, 2 AD und eine Cooldown Reduction Quint. Ich entscheide mich hier gegen die Magie-Resi, einfach nur dafür, damit ich so viel Cooldown Reduction wie möglich drin habe, um schnell durch den Jungle durchzukommen. Meine Masteries sind 0, 18, 12. Das Besondere hierbei liegt im Cunning Tree bei der Precision, das heißt die 5% mehr Cooldown Reduction, die nehme ich mit, weil 15% Cooldown Reduction direkt auf Level 1 ist insane gut, um durch den Jungle zu clearen und es gibt uns auch super Sustain-lastige Clears. Als Starter-Items wollen wir immer den Hunters Talisman haben und die Refillable Potion. Der Hunters Talisman ist immer besser als die Machete, wenn ihr viel farmen wollt. Und meine Clears sind halt immer sehr farmbasierend. Besonders bei den Raptors ist der Talisman super hilfreich. Generell nochmal wichtig, Leute, jeder meiner Clears startet immer bei den Raptors. Holt euch 2 Free Ferocity an der Blasting Cone. Einfach anspringen und dann Q drücken und dann habt ihr direkt 2 Ferocity for free. Kommen wir aber zu den Clears. Der erste Clear ist der klassische Level 6 Power Farm Clear. Der geht wie folgt. Wir starten bei den Raptors, machen die Crux, die wir auch smiten, Wölfe, Gromp, dann den Blue, den wir auch smiten können, müssen wir aber nicht, recallen, machen dann den Red Buff, Raptors, Crux, Wölfe und Gromp. Das ist der schnellste Clear, um das Level 6 zu bekommen. Ihr könnt am Ende mit eurem Smite ein bisschen variieren. Ihr spart euch hierbei circa 1 Minute als bei einem normalen Clear. Also ihr kriegt euer Level 6 1 Minute schneller. Passt aber dabei auch auf eure Laner auf, weil ihr lässt sie nämlich total isoliert, dadurch, dass sie einfach nur AFK Power farmt. Vielleicht nochmal eine Ward hinstellen oder die Krabbe machen, könnte eurem Team ziemlich gut helfen. Der zweite Clear ist ein normaler Level 4 Gank Clear, weil Rengar Camps wirklich so schnell farmt und auch gerade durch mein Cooldown Reduction lastiges Setup werdet ihr fast genauso schnell wie auch der gegnerische Jungler, selbst wenn er weniger Camps macht. Die Route geht so: Ihr startet bei den Raptors, macht dann den Red, den ihr smitet, Wölfe, Blue, Gromp, den ihr auch smitet und setzt danach zum Gank an. Ihr kommt mit fast Full Life aus dem Jungle raus und könnt direkt zum Gank ansetzen oder zum Counter Gank, je nachdem, was ihr haben wollt. Falls ihr aber nicht ganken gehen wollt, habe ich diesen schönen dritten Clear für euch. Der dritte Clear ist der Counter Jungle Clear. Der geht so: Ihr startet bei den Raptors, macht danach den Red, den ihr smitet, Wölfe, Blue, Gromp, die ihr auch smitet und ihr habt dann jetzt euer Level 4 und könnt den gegnerischen Jungle meistens invaden. Viele Jungler starten beim Red Buff selber und lassen dann ihre Raptors aus, weil diese ihnen zu viel Schaden machen im Early Game und das können wir bei diesem Clear ausnutzen, indem wir direkt hingehen und sie uns klauen. Sollten die Raptors aber weg sein, weil es gibt einige Jungler, die auch die Raptors gerne früh machen, zum Beispiel Graves oder Kha'Zix können das auch machen, könnt ihr immer zu den gegnerischen Crux hingehen und euch die klauen. Die wird fast gar keiner machen. Ihr kriegt also mindestens ein Camp von den Gegnern for free und könnt dann entweder die gegnerische Toplane oder Botlane relativ gut von hinten ganken, je nachdem halt auch bei welcher Seite ihr anfängt. Aber ja, Leute, das hier war's auch mit dem kurzen Video zu meinen 3 Rengar Clears, die ich benutze. Wenn es euch geholfen hat, könnt ihr es einfach in die Kommentare schreiben oder mir ein Like da lassen. Falls ihr selbst einen etwas besonderen Clear habt, einfach auch ab in die Kommentare. Vielleicht lerne ich auch nochmal etwas davon. Falls ihr selbst Wünsche habt für weitere Guides, Tutorials oder irgendwas anderes in der Art, einfach ab in die Kommentare. Ich bin auch erstmal weg, Leute. Tschüss, haut ihr rein und viel Spaß bei der Jagd.